Moin Leute, in diesem Video geht's weiter. Wir wollen in diesem Video die KI-Logik einsetzen, also sowas wie ein Basis-Setup schaffen und ja, so Würmer killen und so weiter. Bevor wir hier weitermachen, wollen wir uns noch vom letzten Mal etwas anpassen. Und zwar in unserem Main-Ordner, da haben wir unseren BP Base Char. Und hier haben wir ja bei unserem Multicast, Multi-Primary Attack, dann die Play Montage und hier den Attack Sound. Hier wollen wir es einmal anpassen, dass wir diesen Sound direkt über die Multicast bekommen. Das Ganze wird dann hier rausgezogen und dort reingestöpselt als weiteren Pin. Die Variable hier können wir löschen. Die ist ja in Paladin noch gespeichert. Kompilieren und speichern. Diese Sound-Datei, die hier rüber geht, die können wir noch umbenennen. Einmal draufklicken auf diesen Multicast. Attack Sound. Jetzt müssen wir das noch beim Paladin anpassen. Heißt, wenn wir zurückgehen in unseren Paladin-Ordner, dort die Player Paladin Blueprint Class öffnen. Hier haben wir unser Event Server Primary Attack. Und hier können wir bei Attack Sound dann einen Sound einstöpseln. Können wir dann Rechtsklick, Get Attack Sound und das hier dann verbinden. Und jetzt hingehen und das Ganze spielen. Müsste alles okay sein. Dass ich den Sound hören will. Als nächstes wollen wir uns KI-Gegner um den Enemy halt kümmern. Hierzu gehen wir in unseren Main-Folder und da in den AI-NPC. Rechtsklick hier drauf, neue Blueprint Class. Hier können wir uns dann einen KI-Controller machen, also für den NPC. AI Controller, den wählen wir dann aus, den AI Controller. Select BP unterstrich AI Controller. Den können wir an der Stelle öffnen. Ich speichere den. Dann brauchen wir noch die BP Enemy Base. Und in unserem Main Folder haben wir die BP Enemy Base. Die öffnen wir auch dazu. Hier wollen wir jetzt den AI Controller hinzufügen. Wir haben hier so die Class Defaults und bei der Kategorie Pawn, da können wir unseren eigenen Controller jetzt auswählen. Hier gehen wir hin und ersetzen den hier, AI Controller Class. Da können wir jetzt hingehen und unseren BP AI Controller auswählen und hier einmal zuweisen, sodass wir unseren eigenen Controller für die BP Enemy Base hier verwenden, kompilieren und speichern. In diesem BP AI Controller, da werden wir halt hingehen und sowas wie Sensoren für die NPCs erstellen, dass die so andere Pawns halt erkennen und damit halt dann entsprechend agieren. Da werden wir so ein paar Sachen in der Richtung aufsetzen im BP AI Controller. Ich gehe erstmal in den Event Graph. Also nicht ganz viel werden wir hier machen, sondern so einiges. Hier können wir bei den Komponenten uns wieder eine Komponente hinzufügen. Können wir über Add etwas hinzufügen. Und da gibt es sowas wie Pawn Sensing, also so ein paar Sensoren. Dem geben Pawn Sensing. Bei dem Pawn Sensing haben wir dann so Default-Werte. Das heißt, unter dem AI-Reiter gibt es halt sowas wie Site Radius. Der ist mit 5000 ein bisschen groß. Können wir sowas eingeben wie 1500. Das heißt, die NPC-Gegner dieser AI wird dann den Spieler Pawn im Radius von 1500 Einheiten halt spüren können oder erfassen können. Das ist dieses Site Radius. Sowas wie so ein Sichtradius. Das nächste ist sowas wie Sensing Interval. Das kann man auch höher setzen. Das sagt im Grunde aus, wie viel Mal pro Minute der Sensor halt angeschmissen wird. 1 reicht hier völlig aus. Einmal in der Sekunde. Können wir noch andere Sachen hier einstellen. Here Noises mache ich auch mal aus. Und dann Peripheral Vision Angle. Das ist der Radius der Sicht. Hier kann man 180 machen. Das ist dann im Grunde, dass der so 360 Grad sehen kann. Das heißt, egal wo der Spieler ist, ob vorne oder hinter diesem Mob oder diesem AI-NPC, da wird er ihn halt sehen. Ihr könnt in eurem Spiel natürlich einstellen, was ihr wollt und ein bisschen rumspielen mit diesen verschiedenen Einstellungsmerkmalen. Ich lasse das erstmal so in der Richtung. Dann brauchen wir noch ein bisschen Logik. Ich lösche die zweimal raus und werde dann ein Event nutzen, so ein Event on Possess. Da steht im Grunde, wenn man drüber geht, einfach so ein
Blueprint implementable event to react to the controlled possessive pawn. Was wir jetzt hingehen können, ist possessed pawn, dass wir halt den NPC einfach hier promote to variable machen. Dann haben wir halt seine pawn. Die können wir hier noch umbenennen. Enemy pawn. Damit haben wir jetzt, wenn wir auf Pawn Sensing draufdrücken, ein paar Events bekommen. Das heißt, hier unten haben wir so ein paar Events. On C-Pawn, on Hero Noise, on Component Activated und Component Deactivated. Das sind so die Events, die man nutzen kann. Wir nutzen on C-Pawn für uns. Da klicke ich dann einmal auf das Plus. Das wird halt angeschmissen, wenn die NPC-Gegner halt in diesem Radius von 1500 Einheiten, die wir eingestellt haben, den Pawn des Spielers halt sehen. Dann wird das hier angeschmissen. Wir können das Ganze einmal vorführen hier. Und zwar lösche ich einfach die anderen Kollegen einmal. Ich werde den einen hier einmal lassen. Ein bisschen weiter weg bewegen. Und dann im AI-Controller, da können wir einfach hier so einen Print String machen. Das ist halt eine wichtige Methode, um debug-technisch auch einfach sich zu helfen. Das nutzt man sehr oft oder sehr, sehr häufig. Man kann damit auch versteckte Bugs irgendwie entdecken. Und das ist halt eine schöne Sache, wenn man sich das aneignet mit den Print Strings. Wenn der Spieler jetzt in so einen Radius kommt, dann müsste ich einen String sehen, oben links. Und man sieht, der hat ihn gefunden, halt, ne? Pawn Sensing. Sobald ich aus dem Radius rausgehe, ist der Print String nicht mehr da. Und man sieht halt, einmal in der Sekunde schmeißt er halt dieses Sensing an. Sobald ich da bin, dann und jede Sekunde kriege ich jetzt einfach so einen Print String. Sobald ich raus bin, dann bin ich nicht mehr in seinem Sensorbereich. Das Ganze funktioniert soweit. Und ihr könnt die mit den Einstellungen natürlich ein bisschen umspielen. Heißt beim Pawn Sensing, das was euch da gerade für das Spiel benötigt wird, das ihr programmiert. Ich belasse es erstmal bei den Einstellungen hier, die wir vorgenommen haben. Als nächstes gehen wir hin und werden für diese Enemy, also für den Gegner, für den KI-Gegner, uns ein paar Interfaces anlegen. Heißt, diese Interfaces werden halt einfach aufgerufen, je nachdem, was wir mit dem Event machen wollen. Wenn der Gegner halt den Spieler entdeckt hat, dann will er irgendwas machen. Und für diese Aktion kann man dann Interfaces nutzen, sodass wir mit dieser Spielerpawn halt interagieren oder den Gegner mit dieser Spielerpawn interagieren lassen. Sowas wie angreifen und so weiter. Hierzu gehen wir dann in unsere Enemy Base, BP Enemy Base, und gehen dann in die Class Settings. Dort haben wir unser Interface int BP Enemy Base. Das wollen wir öffnen und uns neue Funktionen hinzufügen. Ich habe mir aus Versehen schon eine Funktion, die ich gar nicht nutze. Die lösche ich einmal. Und dann über Add Function. Aber erstmal so eine Funktion Set New Target. Das Ganze darf dann einen Input haben. Und zwar vom Typ Pawn. Beim Pawn hole ich mir dann die Objektreferenz. Das Ganze heißt dann einfach Target. Das Ziel, das der dann anvisiert. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir wieder zu dem AI-Controller zurückgehen und können uns dieses Target jetzt setzen, also als Ziel für diesen Gegner. Jetzt holen wir uns diesen Enemy Pawn an der Stelle. Get Enemy Pawn. Hier rufen wir dann auf. Set New Target. Die können wir noch einmal umbenennen, damit man das etwas besser sieht. Also im Interface wieder statt Target haben wir so ein Player Target. Compile and Save. Dann haben wir im AI Controller Set New Target. Set New Target. Da habe ich dann den Player Target. Ich habe den einfach neu geholt. Man könnte aber auch Rechtsklick draufdrücken und dann sowas wie Refresh Nodes einfach drücken. Dann wird er die auch aktualisieren. Dass wir hier unser Target haben und hier den Player Target. Jetzt können wir hingehen und einfach an der Stelle diesen Pawn nehmen und den hier einstöpseln als Player Target. Den Print String können wir auch löschen an der Stelle. Wir wissen ja, dass das funktioniert. Das Ganze wollen wir auch nochmal testen, weil er wird ja auch andere Pawns dort checken können. Das heißt, wir brauchen ja hier so etwas wie
Actor has Tag. Da können wir die Pawns filtern. Und zwar nach so einem Tag, bevor wir den halt weiter nutzen. Wir wollen halt, dass die KI halt nur als Target hat, ja, so Spieler. Also Hashtag Player. Die sollen sich ja nicht gegenseitig irgendwie erkennen und dann angreifen. Mit B hole ich mir noch einen Brunch. Und er darf dann hier weitermachen, wenn das Ganze true ist. Das heißt, wenn der Pawn mit dem Player Tag ausgestattet ist, dann handelt es sich ja um einen Spieler und der darf dann einfach weitermachen, hier an der Stelle. Es kann halt der NPC hier, dieser Gegner, nur Pawns vom Typ Player, also mit dem Tag Player, entsprechend ja, als Target setzen. Das nächste, was wir machen können, ist diesen Pawn hier als Variable betrachten. Können wir den auch gleich nochmal woanders verwenden. Ich würde hier einfach Rechtsklick drauf drücken und dann Promote to Variable. Das ist dann unsere Player Pawn. Und die dann an der Stelle verbinden. Damit haben wir jetzt die Player Pawn einmal hier gesetzt. Und was man damit machen kann ist, das Ganze läuft ja also einmal in der Sekunde. Wir wollen ja nicht, dass die Player Pawn jede Sekunde neu gesetzt wird an der Stelle und mit Set New Target überschrieben wird. Mit dieser Variable Player Pawn können wir halt vorher checken, wenn die noch nicht gesetzt wurde, dann darf er das Ganze auch machen. Und sonst hat er ja schon ein Target und soll das einfach weiter im Fokus halten erstmal. Hierzu holen wir uns diesen Player Pawn mit Get Player Pawn, dann Rechtsklick, Convert to Validated Get, dass das Ganze validiert ist und verbinden das dann entsprechend. Ach, das war der Falschspin. Das heißt, wenn das Ganze nicht valide ist, dann hat er ja noch kein Target gehabt, dann ist das irgendwie der erste Spieler, der in seinen Sichtradius gegangen ist. Das heißt, wenn die Player Pawn is not valid ist, nur dann soll er hier halt weitermachen und den halt setzen mit Set Player Pawn. Wenn das Ganze halt not valid ist er beim ersten Mal hier und geht dann über den Branch. Wenn er vom Typ Player ist, also mit dem Tag Player, dann setzt er das Ganze hier mit Player Pawn und macht auch dieses Set New Target. Das heißt, er setzt ihn als Target, als Ziel. Und wenn er dann nochmal hier hinläuft, dann wird er hier schon gesetzt sein und läuft dann hier is valid und wird das Ganze hier dann nicht mehr machen. Damit haben wir da genau einmal dieses Ausführen fokussiert. Und zwar genau dann, wenn die Player Pawn noch nicht gesetzt ist. Dann wird er nicht hingehen und bei jeder Sekunde das versuchen zu setzen. Weil er wird bei der ersten Sekunde hierhin halt laufen und bei den nächsten Sekunden dann halt is valid, weil er ja schon einen Gegner hat und wird dann nichts machen. Das ist halt der Start, damit er das halt einmal macht, die Player Pawn setzt und die im Target hat, also als Ziel und nicht ständig macht, weil er läuft ja dann in is valid. Und etwas später werden wir dann halt noch ein Event machen, wo er dann diese Pawn halt wieder zurücksetzt und die Player Pawn dann halt wieder zurückgesetzt wird, sobald der Spieler halt außerhalb des Radius ist und für den Gegner hier nicht mehr interessant ist, sodass der Gegner halt den nächsten Player Pawn fokussieren kann, sobald der Spieler wieder da ist oder ein anderer Spieler. Als nächstes können wir halt dieses Event hier erweitern. Das soll ja noch mit einem Event versehen werden beim Gegner, der dann halt über dieses Set New Target dann entsprechend angeschmissen wird. Unser Interface hier an der Stelle hat ja nur Inputs, das heißt, es hat nur Input-Variablen und damit ist halt gesagt, das wird ein Event sein und zwar bei der BP Enemy Base, sodass diese Logik hier ein Event anschmeißt, sobald der Gegner halt den Spieler entdeckt hat. Jetzt gehen wir dann wieder in die BP Enemy Base, gehen wir dann hin und machen etwas Platz. Rechtsklick, Add Event und unser Event Set New Target, das wählen wir dann aus. Das wird dann ja dann angeschmissen und bei diesem Event wollen wir dann hingehen und dieses Player Target als Spieler setzen. Der Gegner will das dann auch speichern, deswegen können wir hier Rechtsklick drauf drücken, Promote to Variable. Das darf an der Stelle auch Player Target heißen, sodass die Pawn hier beim Gegner gespeichert ist.
hier gerade im Fokus hat. Und auch an dieser Stelle wollen wir das Ganze nur machen, wenn er noch kein Target hat. Heißt, wir holen uns die Player Target dann mit Get Player Target, Rechtsklick, Convert to Validated Get. Das ist so wie ein doppelter Check, dass das Ganze auch laufen darf. Und wenn es isNotWallet ist, dann darf er es setzen, weil sonst hat er ja schon ein Ziel an der Stelle und wird das sonst einfach überschreiben. Das heißt, wenn das Ganze nicht valide ist, dann hat er noch kein Target, kein Ziel und darf das an der Stelle dann auch setzen. Jetzt haben wir an der Stelle implementiert, dass der Gegner ein Pawn hat als Spieler-Target, also als Ziel. Dann können wir hier weiter mit dem Begin Play arbeiten. Ich werde die hier einmal löschen. Wir können halt später mit dem Target was machen. Aber zunächst wollen wir mit dem Begin Play, wenn das Ganze anfängt, ein bisschen was machen. So ein bisschen Vorbereitungsalgorithmik, die wir halt später brauchen bei diesem Event Begin Play. Jetzt können wir eine Funktion uns machen erstmal, die halt die Bewegung des Gegners macht. Dazu bei Functions auf Plus New Function f_Movement State. Der wird halt so einen Zustand haben. Heißt, über den Input wollen wir verschiedene Zustände abbilden. Hierzu bietet sich ein enum an, eine Enumeration, die können wir uns anlegen. Hierzu gehen wir in den Content Browser. Hier an der Stelle speichere ich kurz alle mit Save All und kann das einheitlich machen. Den BP Controller, den werde ich einmal renamen. AI NPC Controller. Und bei AI NPC, da können wir uns das enum dann nochmal anlegen. Rechtsklick, Blueprints und dann Enumeration. E_AI NPC Movement State. Das Movement State hier an der Stelle. Diese Enumeration, die werden wir nur mit dieser AI NPC nutzen. Das heißt, die können wir dann öffnen und uns Add Enumeration hinzufügen. Können wir die Bewegung halt hinzufügen. An der Zahl sind es erstmal 3. Das erste wird idle sein. Das zweite wird gehen sein. Walking. Und das dritte wird dann rennen sein. Running. Das Ganze speichere ich. Das Ganze können wir schließen und zurück zu der BPNMBase gehen und in unserer Funktion fMovementState als Input das hinzufügen. Und zwar ist es dann ein enum. Das AI NPC Movement State. Das Ganze ist ein Zustand. Wir nennen das State. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir wieder zum Event Graph gehen. Damit können wir jetzt hingehen und die Funktion einfach hier hervorholen. Und sobald das Spiel beginnt, setzen wir halt den NPC-Gegner auf Idle. Heißt, in diesem Spiel wird er erstmal im Idle-Modus sein, wenn das Ganze startet. Es kommt natürlich aufs Spiel an, was man programmiert, ob er dann direkt laufen muss oder nicht, aber in diesem Typ von Spiel wird er erstmal im Idle-Modus sein, wenn er gespawnt ist und das Spiel hier mit Event Begin Play startet. Es ist halt ein simpler Dungeon Crawler, das heißt, die Gegner sind gespawnt und sind im Idle. Die sollen halt nicht durch das ganze Level hüpfen, sondern eher so im Idle-Modus in dem Spawn-Area sein, bis der Gegner, also der Spieler, einfach nahe an die herantritt und die dann auf ihn losgehen. Das ist ja ein Top-Down-Spiel, das heißt, die meisten Gegner sind dann irgendwo im Level und der Spieler sieht die nicht mal, ob die da rumlaufen oder nicht. Das ist halt sehr ressourcenschonend und die Spielerrechner werden halt entlastet, wenn das nicht so ist, dass die einfach rumlaufen überall, obwohl der Spieler die gerade nicht sehen kann. Das müsste der Rechner ja alles berechnen, sodass die hier in so einem Top-Down Dungeon Crawler einfach im Idle erstmal sind, wenn die spawnen. Das Ganze ist ja hier mit der BPNMBase ja eine Basisklasse. Heißt, das Ganze kann ja überschrieben werden, je nachdem, was für ein Kindklasse man als Gegner hat. Es gibt natürlich irgendwelche Spielergegner, die man halt anders konfigurieren möchte, dass die halt schon mal rumlaufen müssen oder dürfen. Und für den meisten Part ist es halt so, dass die erstmal im Idle sind, die dann halt diese Vererbung bekommen von der Elternklasse BPNMBase. Wie dem auch sei, können wir jetzt in dieses fMovement State gehen und unseren Zustand hier einmal rausziehen und mit Switch on AI NPC Movement State können wir uns einen Switch erstmal holen.
So arbeitet halt so ein Enum, eine Enumeration, je nachdem, was wir jetzt hier einrichten, bei idle, walking oder running, so wird entsprechend auch die Funktion einfach diesen Part ausführen, je nachdem, welcher Zustand gerade gewählt ist. Wir haben ja im Event Graph das Ganze im State of Idle gesetzt, sodass er hier an der Stelle dann in diesem Idle State kommt und dort die Logik ausführt. Was wir jetzt machen können ist, wir haben bei Idle ja die Möglichkeit, ja, diesen Charakter zu aktualisieren. Dieser NPC-Gegner, der hat ja so Charakter Movement hier. Das holen wir raus und können dann hier hingehen und die Einstellung dort, der hat ja die Bewegungseinstellung der Charakter Movements, so etwas wie Max Walk Speed, wie schnell er halt gehen darf und andere Sachen. Die können wir uns einfach rausziehen hier und mit Set Max Walk Speed das Ganze setzen. Einfach auf 0 setzen. Im Idle darf er halt nicht rumlaufen. Das nächste ist halt Walking. Das können wir dann anders setzen. Mit Set Max Walk Speed, wenn er dann am Gehen ist. Hier können wir das auch in eine Variable setzen, damit das auch individuell, je nach Gegner, anders auch dargestellt werden kann. Let's click Promote to Variable. Dieses Max Walk Speed wird dann halt in jeder Klasse anders gesetzt. Das heißt, die Kind-Elemente, die ganzen Gegner, die haben ja verschiedene Geschwindigkeiten, mit denen sie sich übers Level bewegen dürfen. Das Ganze nenne ich noch Walk Speed hier an der Stelle für Gehgeschwindigkeit. Das dritte wäre dann Set Max Walk Speed. Dann wäre er am Rennen in Running und hier auch Rechtsklick Promote to Variable. Die heißt dann Run Speed. Das Ganze kann man kompilieren und speichern. Damit ist die Funktion soweit fertig. Das ist so die erste Event Begin Play Vorbereitung, was für ein State er hat am Anfang. Das nächste ist, dass wir uns die Position vom Gegner halt speichern wollen. Jetzt können wir hingehen und mit Rechtsklick Get Actor Location. Das Ganze auch mit Rechtsklick Promote to Variable. Spawned Location. Uns abspeichern, wo der gespawnt ist am Anfang. Das brauchen wir halt später, wenn wir den wieder dorthin setzen wollen. Darüber wird halt jeder Gegner seine Position speichern, die er auf der Map erhält. Heißt, wenn wir uns diesen Gegner hier angucken, der hat ja hier unter Location seine Koordinaten. Die werden dann einfach gespeichert, da wo er im Spiel auch spawnt. Sobald das Spiel halt beginnt. Wenn er halt woanders steht und ich ihn bewege, dann sieht man, dass sie sich einfach verändert unter Location hier an der Stelle. Und diesen Wert wollen wir in eine Variable speichern. Das ist dann hier die Spawned Location. Ein Beispiel hier, wenn der Spieler halt abhaut oder wegläuft von diesem Gegner, dann muss ja dieser NPC wieder zurück an die Stelle, wo er halt gespawnt ist. Und dazu kann man diese Stelle dann, diese Koordinaten nutzen, damit er da wieder hin zurückläuft. Das wäre so ein Anwendungsfall. Das war's auch schon für dieses Video. Im nächsten Video wollen wir einfach weitermachen mit dem AI-NPC, den wir aufsetzen. Und ich sehe euch dann. Bis bald!